Hast du eigentlich einen eigenen Podcast oder schon mal darüber nachgedacht, einen eigenen Podcast zu starten? Für eine Entwicklung brauchst du diesen ersten Schritt und diesen ersten Schritt machst du, indem du dein erstes Video aufnimmst und veröffentlichst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Episode von Erfolgsgeflüster. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Solo-Episode geht es darum, was ich gerne früher über Podcasting gewusst hätte. Ich habe den Erfolgsgeflüster-Podcast jetzt vor über einem Jahr gestartet und habe natürlich in diesem einen Jahr extrem viele Dinge lernen dürfen über das Thema Podcasting und möchte in dieser Episode einfach mal teilen, was so die Aspekte sind, die ich gerne früher gewusst hätte, beziehungsweise die ich vielleicht rückblickend auch anders machen würde. Und damit starten wir einfach mal rein in dieses Thema. Irrglaube Nummer 1 ist, du brauchst teures Equipment, um zu starten. Ich habe tatsächlich relativ lange gewartet, bis ich mich dazu entschieden habe, einen Podcast zu machen, habe mir natürlich auch dieses Mikro hier direkt am Anfang schon gekauft, weil ich natürlich einen sehr hohen Anspruch an mich selbst hatte. Und rückblickend würde ich sagen, ganz ehrlich, ich hätte damals auch einfach mit dem Laptop-Mikro starten können. Denn ganz ehrlich, mir ist es sogar mal passiert, dass ich vergessen habe, das Mikro einzustecken in einer Folge. Man sieht das Mikro, aber der Ton kommt vom Laptop. Und natürlich, ich höre es, andere hören es auch, wenn sie darauf achten. Aber die Folge ist vollkommen in Ordnung und der Ton ist ausreichend, also mehr als ausreichend. Der ist gut, könnte man sagen. Natürlich nicht so gut wie jetzt mit diesem Mikro hier, aber es hätte am Anfang vollkommen gereicht, einfach auch mit dem Laptop-Mikro oder dem Handy-Mikro zu starten. Wenn also das Thema Equipment für dich ein Grund ist, warum du bisher keinen Podcast gestartet hast, dann starte auf jeden Fall ein, denn optimieren kannst du immer noch. Heutzutage kannst du zum Beispiel Audiospuren auch im Nachgang durch eine KI relativ leicht mit wenigen Klicks nachbearbeiten. Und natürlich auch in jedem normalen Schnittprogramm hast du Möglichkeiten, zum Beispiel Rauschentfernung einfach mal einzusetzen. Immer natürlich in einer Dosierung, die nicht so hoch ist, damit es die Stimme nicht verzerrt. Aber auch da mit wenigen Klicks kannst du einfach mal rumexperimentieren, gerade bei einer Solo-Folge und einfach schauen, was hört sich denn für dich gut an und auch da einfach die eigenen Ansprüche vielleicht am Anfang zumindest mal ein Stück weit runterschrauben, das Ganze einfach mal jemand anders geben, einem Freund, einer Freundin und sie fragen, wie sie die Tonqualität findet und dann wirst du relativ schnell merken, dass die Tonqualität auf jeden Fall in Ordnung ist und andere Leute sich das anhören würden, auch wenn sie vielleicht nicht mit einem Profi-Mikrofon aufgenommen worden ist. Das gleiche gilt natürlich auch für die Kamera. Auch da reicht in der Regel ein gutes Handy aus, um einfach damit zu filmen. Und natürlich auch bei den neuesten Laptops geht natürlich auch die Laptop-Kamera, die ist in der Regel auch sehr, sehr gut und reicht gerade am Anfang vollkommen aus. Ich glaube, ich habe tatsächlich die ersten 2, 3 Folgen mit der normalen Laptop-Kamera aufgenommen. Rückblickend würde ich natürlich sagen, ja, heute ist schon besser, aber auch da einfach um zu starten, ist das vollkommen in Ordnung. Die meisten haben inzwischen ja auch ganz gute Handys. Das wäre auf jeden Fall in der Regel sogar besser als eine Laptop-Kamera. Einfach darauf achten, dass genug Speicher auf dem Handy ist, dass man eben so eine Folge auch mal komplett aufzeichnen kann. Wenn du wissen willst, welches Equipment ich heute benutze und auch die Kamera, die ich ja seit relativ von Anfang an dann doch schon im Einsatz habe, dann schau auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Ich nutze von Sony eine Kamera, die kann auch in 4K aufzeichnen. Das finde ich ganz cool, gerade für das Thema Podcasting. Und ich verlinke sie dir auf jeden Fall mal unter diesem Video. Sowohl die Kamera als auch natürlich das Mikro, wenn du da mal reinschauen möchtest. Der zweite Irrglaube ist, dass du sofort ganz viele Zuhörer brauchst, um erfolgreich zu sein. Das ist so ein Thema, gerade wenn du einen Videopodcast machst und auf YouTube postest, dass du dich eben natürlich sehr schnell vergleichst mit anderen Personen auf YouTube, die auch einen Podcast haben oder natürlich einfach Videos posten. Denn auf YouTube siehst du das Ganze und dann kannst du dich natürlich auch vergleichen. Aber das, was wirklich zählt, ist nicht die Anzahl an Views, die du bekommst, denn die Views werden innerhalb von wenigen Sekunden schon angezeigt. Ja, also wenn du 5000 Views hast, kann das aber sein, dass dich diese 5000 Leute nur vielleicht 5 oder 10 Sekunden dieses Podcasts angehört haben. Das, was wirklich zählt, ist letztlich zum einen natürlich das Thema Watchtime, aber vor allem die einzelnen Personen, die sich die gesamte Folge anhören. Das sind die Menschen, die wirklich zählen. Und das sind natürlich immer viel weniger als die Viewzahl, die du auf YouTube siehst. Aber das sind die Menschen, für die du letztlich den Podcast machst. Zumindest ist das, wofür ich diesen Podcast mache. Denn das sind in der Regel auch die Menschen, die dir echtes Feedback geben. Nicht bei jeder Folge, aber irgendwann ist mal eine Folge dabei, wo sie dir dann auch vielleicht eine E-Mail schreiben oder eine WhatsApp schreiben oder kommentieren, dass diese Folge ihnen echt was gebracht hat, dass sie richtig spannend war, dass sie was gelernt haben und dass sie vielleicht auch für sich etwas reflektiert haben und verändert haben danach. Und das ist das, was mich auf jeden Fall immer am glücklichsten macht, wenn ich dieses Feedback bekomme, denn dann weiß ich, okay, es hat sich gelohnt, diese Folge auszustrahlen, selbst wenn es nur 10 Leute waren, die Folge erreicht hat.
aber da waren eben 1 oder 2 Menschen dabei, die sich die komplette Folge angehört haben und die wirklich eine nachhaltige Veränderung durch diese Podcast-Folge erzielen konnten. Also lass dich nicht von irgendwelchen Zahlen abschrecken, vergleich dich auf gar keinen Fall. Auf den anderen Podcast-Plattformen bekommst du die Zahlen sowieso nicht angezeigt, also zumindest nicht von anderen Podcasts, sondern nur deine eigenen. Und das ist wirklich das Wichtigste für dich, einfach zu schauen, für wen machst du diesen Podcast und würdest du ihn auch machen, wenn du nur 5 Leute damit erreichst, aber die erreichst du so richtig nachhaltig. Der Rest, der entwickelt sich einfach mit der Zeit. Tatsächlich oft ist die erste Folge relativ beliebt, weil du einfach einen großen Launch machst, ja, weil du ganz viel drüber redest, hey, mein Podcast, den starte ich bald. Und danach flacht es vielleicht ein bisschen ab in den Folgewochen, obwohl du natürlich weiter drüber redest, aber so dieses initiale Interesse ist dann nicht mehr bei jedem da. Aber das, was spannend ist, ist, wenn du dranbleibst und da Kontinuität ist einfach essentiell und das wirklich jede Woche oder alle 14 Tage, aber halt konsequent mal 1 Jahr lang durchziehst, dann finden sich eben auch Menschen, die dich vorher gar nicht kannten, die aber merken, hey, der Podcast, der hat Substanz und der kommt eben wirklich jede Woche oder eben alle 14 Tage und zwar jedes Mal. Und diese Menschen sind dann letztlich die Community, die du aufbaust durch deinen Podcast und die wächst einfach mit der Zeit ganz natürlich, wenn du dran bleibst. Ein weiterer Irrglaube letztlich ist das Perfektionsthema. Wir alle kennen es in unterschiedlichen Ausprägungen. Ich kenne es natürlich auch. Und auch da muss ich sagen, am Anfang hatte ich ja einen sehr hohen Anspruch letztlich. Den habe ich auch immer noch, aber es hat sich verändert, denn ich habe Feedback bekommen von anderen Menschen und ich habe jetzt einfach gelernt inzwischen, dass ich etwas nicht mehr 10-mal aufnehmen muss, gerade in Solo-Folgen, damit es gut ist, sondern in der Regel reicht es einmal oder vielleicht noch mal ein zweites Mal, wenn ich doch irgendwo ein bisschen unsicher war. Und dann ist das vollkommen in Ordnung und es ist gut, denn die anderen wissen nicht, dass du vielleicht gerade nervös bist. Nervosität sieht man nicht, außer du drückst sie explizit aus durch irgendwie ein Zittern in der Stimme oder durch zu viele so Rumfuchteln oder sonstige Sachen. Dadurch merkt man das, aber in der Regel merkst das nur du und die anderen Menschen merken das gar nicht. Also wenn das Thema Nervosität zum Beispiel für dich ein Grund ist, warum du bisher nicht gestartet hast beim Podcast. Das gleiche Thema gilt natürlich auch zum Beispiel für den Hintergrund oder sonstige Sachen oder die Belichtung oder so. Auch da haben viele Menschen so dieses Perfektionsstreben mit, es muss jetzt alles perfekt sein, denn bei den anderen ist es doch auch immer so perfekt. Ja, aber das war nicht am Anfang so. Auch ganz ehrlich, bei mir, schau dir meine ersten Folgen an. Die habe ich damals in meinem Wohnzimmer gemacht. Hatte ich noch so eine Steintapete hinter mir. Das Licht war aus meiner Sicht heutzutage, würde ich sagen, nicht gut, aber es war in Ordnung. Diese Folgen werden auch heute noch angeschaut von Menschen, weil der Inhalt zählt. Der Rest, das, was du jetzt hier heute siehst, die Belichtung, das Mikro letztlich, der Hintergrund, das Licht, was du hinter mir siehst, das rote, das ist alles mit der Zeit dazugekommen, weil ich natürlich mich weiterentwickelt habe, natürlich auch da meine eigenen Ansprüche noch ein Stück weit erhöht habe mit der Zeit, eine Lernkurve durchgemacht habe und dann natürlich auch hier und da ein bisschen was noch investiert habe. Aber das war nicht an Tag 1 da, sondern das kam mit der Zeit. Deswegen anfangen und egal wie gut oder schlecht dieses erste Video ist, hau das Ding raus. Denn nur so kannst du anfangen, dich zu entwickeln. Für eine Entwicklung brauchst du diesen ersten Schritt. Und diesen ersten Schritt machst du, indem du dein erstes Video aufnimmst und veröffentlichst. In einem zweiten Video wirst du schon 1, 2 Dinge besser machen als im ersten Video. Und im dritten Video wirst du wieder 1, 2 Dinge besser machen als im ersten und im zweiten Video. Das ist total normal. Und wenn du das zum Beispiel mal 1 Jahr lang durchziehst, so wie ich das jetzt gemacht habe, ja, ich habe 1 Jahr lang jede Woche eine Podcast-Folge veröffentlicht, zum Teil Solo-Folgen, aber eben auch ganz viele Interviews. Und ich habe mich extrem weiterentwickelt. Das sage ich nicht nur so, schau dir das ruhig mal an. Diese ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Videos, die sind auf jeden Fall im Vergleich zu den heutigen Aufnahmen um Welten qualitativ schlechter, also zumindest was so die Technik angeht und letztlich auch meine rhetorischen Fähigkeiten. Aber sie sind trotzdem nicht schlecht, denn ich hatte spannende Gäste, ich habe Interviews geführt und auch meine Nervosität, die ich am Anfang extrem hatte, vielleicht merkst du sie hier und da ein bisschen, aber du wirst sie nicht so krass wahrnehmen, wie ich sie tatsächlich in dem Moment gefühlt habe. Und ich kann dir sagen, heute, jetzt nach über einem Jahr Podcasting und ich weiß nicht, ich glaube 45 oder inzwischen wahrscheinlich sogar 50 Interviews, die ich geführt habe, bin ich natürlich immer noch so ein bisschen nervös, aber eher so dieses vorfreudige Nervössein. Also ich freue mich einfach drauf, jetzt ein Interview zu führen. Das zeigt ja auch, dass es mir wichtig ist und dass ich präsent bin im Moment. Aber ich habe nicht mehr dieses, oh Gott, was sage ich jetzt und was mache ich, wenn mir keine Frage einfällt und werde ich jetzt rot oder was auch immer und oh Gott, ich habe mich vielleicht zu wenig vorbereitet. Das habe ich alles nicht mehr. Ich gehe teilweise in manche Interviews, ich führe mal ein Vorgespräch, aber ich gehe in viele Interviews inzwischen, gehe ich rein,
habe einen kleinen Notizzettel aus dem Vorgespräch, wo 5 bis 10 Punkte draufstehen. Keine Fragen, nur Punkte über die Person, über ihr Thema oder über die Meilensteine in ihrem Leben. Und ich führe dieses Interview. Und natürlich gibt es immer mal so einen kleinen Moment, wo ich so denke, oh, was könnte ich denn jetzt als nächstes fragen? Aber das ergibt sich in der Regel immer relativ schnell eben durch das Gespräch. Und ich habe eben nicht mehr so dieses Gefühl, oh Gott, das sehen die Zuschauer nachher und ich habe total verkackt oder was auch immer. Das habe ich überhaupt nicht mehr. Am Anfang hatte ich das sehr stark. Das ist komplett weg, weil ich eben ein Jahr lang durchgezogen habe, jede Woche was veröffentlicht habe und mich persönlich sehr viel weiterentwickeln konnte mit diesem Aspekt der Rhetorik letztendlich. Also goodbye Perfektion, hallo Authentizität. Du kannst nur besser werden, wenn du anfängst. Und am Anfang ist in der Regel keiner richtig gut. Sonst hast du auf jeden Fall zu spät angefangen, hat neulich jemand in meinem Podcast gesagt. Und das stimmt absolut. Selbst ich würde heute sagen, ich habe zu spät angefangen. Denn auch wenn ich damals sehr nervös war, 1, 2 Jahre davor wäre ich noch viel krasser nervös gewesen. Und deswegen weiß ich, ich hätte es wahrscheinlich schon viel früher tun können. Und deswegen die Aufforderung an dich, wenn du darüber nachdenkst, tu es einfach, denn du bist niemals 100% bereit. Und so wie du jetzt gerade bereit bist, ist der perfekte Zeitpunkt, um zu starten. Und den Rest wirst du einfach unterwegs lernen. Ein weiterer Aspekt, den ich super wichtig finde, den ich gelernt habe oder was ich gerne früher gewusst hätte über das Thema Podcasting, ist natürlich so dieses Thema Marketing. Ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen und ich veröffentliche sie jetzt und dann hoffe ich auf Zuhörer. Nein, natürlich nicht. Denn das ist zwar bei YouTube zum Beispiel so, dass YouTube das in der Regel sehr eigenständig pusht mit der Zeit, also sofern du eben gewisse Parameter wie ein cooles Thumbnail, einen guten Titel, die Tags und so weiter, eine Beschreibung ausgefüllt hast und im besten Fall auch ein bisschen SEO optimiert hast. Aber YouTube zum Beispiel pusht das dann eigenständig und schaut einfach, wie kommt das Ganze bei Leuten an. Auf anderen Plattformen ist es natürlich ähnlich, aber nicht ganz so stark wie zum Beispiel auf YouTube. Und deswegen liegt es vor allem an dir, gerade am Anfang, dafür zu sorgen, dass du ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen bekommst, indem du eben deinen Podcast wirklich vermarktest. Es ist ein Kommunikationskanal, es ist aber auch ein Marketingkanal für dich, entweder für dein Unternehmen oder eben für dich als Personal Brand letztendlich. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass du über deinen Podcast sprichst. Und ich habe früher zum Beispiel immer gedacht, ich nerv die Leute damit, wenn ich das irgendwie jede Woche in meinen WhatsApp-Status zum Beispiel poste oder jede Woche in meinem Instagram-Status poste. Aber ganz ehrlich, die Leute auf Instagram, die folgen dir, weil sie deine Inhalte in der Regel gut finden oder sich für dich als Person interessieren. Und wenn sie das Thema nervt, dann können sie dir auch einfach entfolgen oder sich eben zum Beispiel deine Stories nicht mehr anschauen. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für den WhatsApp-Status. Da entscheidet ja auch jeder, klicke ich den jetzt an oder nicht. Und selbst wenn sie einmal durchseppen, sie können das Ganze ja auch überspringen. Insofern, du nervst niemanden, sondern du musst darüber reden. Das gehört einfach dazu. Und du machst das ja letztendlich auch für Sichtbarkeit ein Stück weit, für dich als Person oder eben auch für das Unternehmen und natürlich auch für deine Podcast-Gäste. Und deswegen ist es wichtig, dass du darüber redest, dass du darüber eben auch organisch Reichweite generierst. Ein weiterer Punkt, den ich vorher niemals geglaubt hätte, ist, dass es extrem leicht sein kann, Podcast-Gäste zu finden, und zwar auch wirklich spannende Podcast-Gäste. Natürlich kommt es ein bisschen auch auf dein Thema an, wie dein Podcast so aufgebaut ist, aber tatsächlich meine Erfahrung ist komplett anders zu dem, was ich erwartet hatte. Ich hatte damals gedacht, ich starte meinen Podcast, den Erfolgsgeflüster-Podcast, mit Solo-Folgen und werde einfach über Persönlichkeitsentwicklungsthemen sprechen, über das, was ich im Coaching letztendlich auch gemacht habe, einige Jahre lang, diese Themen verpacken in den Podcast. Und ja, 1, 2 andere Coaches kannte ich auch. Die würde ich mal einladen, mit denen würde ich so ein Gespräch mal aufzeichnen als Interview. Das war so meine Annahme. Und tatsächlich habe ich gedacht, ich werde vielleicht so, keine Ahnung, 9 Solo-Folgen machen und dann mal so ein Interview führen oder so. Und es ist komplett anders gekommen, relativ schnell. Als ich gestartet habe, habe ich natürlich geguckt, dass ich in meinem Bekanntenkreis ein paar Leute finde, mit denen ich mal so ein Interview machen kann, damit ich da einfach auch so ein bisschen vorproduziert habe. Und dann haben sich aber einfach so schnell so viele Menschen gefunden, die Lust hatten, Podcast-Gast zu werden. Und zwar komplett egal, wie groß mein Podcast schon ist oder eben auch nicht, weil ich habe ja angefangen. Ich hatte ja 0 Zuhörer. Und trotzdem hatten einige Menschen, natürlich am Anfang im Bekanntenkreis, aber relativ schnell auch einfach fremde Menschen, Interesse, Podcast-Gast zu werden bei mir im Erfolgsgeflüster-Podcast. Und das hätte ich halt niemals erwartet. Und das Ganze hat sich eigentlich nur so ergeben, weil ich angefangen habe, auf LinkedIn zum Beispiel darüber zu reden, dass ich jetzt diesen Podcast launche und eben so 1, 2 Interviews am Anfang gepostet habe. Der Rest hat sich eben sehr schnell gefunden. Teilweise sogar schon, bevor ich den Podcast veröffentlicht habe.
hatte ich schon 2 oder 3 waren es, glaube ich, Interviews geführt mit Online-Marketern, die ich überhaupt nicht kannte, die ich über LinkedIn einfach kennengelernt habe und die ich dann einfach mal ganz frech gefragt habe, hier, ich würde einen Podcast starten, ob sie Lust hätten auf ein Interview. Und es hat einfach geklappt. Und das hätte ich halt niemals gedacht. Das habe ich nur rausgefunden, weil ich es einfach gemacht habe, weil ich einfach mal angefangen habe. Und was sich daraus ergeben hat, ist halt eigentlich noch viel krasser. Denn inzwischen oder eigentlich von Beginn an ist es so, dass ich ganz viele Interviews poste. Ich habe 5 Interviews veröffentlicht. Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, wenn ich jetzt keine Solo-Folge mache, dann wird das hier ein Interview-Podcast und kein Podcast, der letztendlich auch ein Stück weit meine Themen vertritt. Und das war mir halt schon wichtig. Deswegen habe ich dann in Woche 6 eine Solo-Folge veröffentlicht. Und seither bin ich so ein bisschen in diesem Rhythmus geblieben, weil mir Beständigkeit sehr wichtig war, dass ich alle 6 Wochen eine Solo-Folge poste. Das hätte ich halt nie gedacht. Also ich war echt überzeugt, dass es viel schwieriger ist, Menschen zu finden, die Lust haben, Podcast-Gast zu werden. Und deswegen auch da für dich einfach die Ermutigung, wenn du Podcast-Gäste haben möchtest, wenn du Interview führen möchtest, es werden sich Leute finden. Jetzt bin ich gespannt, was so deine Fragen sind rund um das Thema Podcasting, die ich jetzt vielleicht wahrscheinlich noch nicht beantwortet habe. Schreib die sehr gerne unter diese Folge. Auf YouTube zum Beispiel kannst du das Ganze kommentieren. Du kannst mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben an podcast@erfolgsgeflüster.de, Erfolgsgeflüster mit UE geschrieben. Dann bekomme ich die Fragen auch und dann werde ich vielleicht da mal eine Follow-up-Folge machen zum Thema Podcasting oder einfach ein Zusatzvideo und all diese Fragen beantworten. Danke, dass du ein treuer Zuhörer, eine treue Zuhörerin bist vom Erfolgsgeflüster Podcast. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast oder geratet hast, dann mach das sehr gerne. Das hilft mir auf jeden Fall weiterhin Podcasts zu machen für dich und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Mach's gut und bis dann.